Bei der Märklin-Anlage, die ich letztens erwerben konnte, gab es noch ein paar Exoten. Unter anderem diese kleine Dampflokomotive hier im Bild. Es handelt sich hier bei dem Typ wohl um eine Shifter mit der Achsfolge 040. Und ich hatte schon Hinweise bekommen, dass es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine Mechanolokomotive handeln sollte. Ich habe dann kurz versucht im Internet zu recherchieren, habe gefunden, Mechanotechnica ist wohl eine jugoslawische Firma gewesen, die Spielzeug seit 1952 produziert hat. Die Modelle oder Lokomotiven wurden in Deutschland unter dem Namen Tempo vertrieben, von der Firma Hauck, soweit ich weiß, und in den USA unter AHM. Und Riffarossi muss auch noch irgendwie die Finger im Spiel gehabt haben. Ich habe mir die kleine Lokomotive dann mal genauer angesehen und hinten am Tender gibt es tatsächlich hier rechts auf dem Kopf stehend eine eingeprägte Schrift Made in Yugoslavia, sodass das wohl zutreffend ist. Und wenn man dann unter Mehano 040 Shifter im Internet recherchiert, findet man die eine oder andere Lokomotive. Allerdings nicht mehr heute zum Kauf, sondern es sind alte Modelle von irgendwelchen Auktionshäusern, aber zumindest ist bestätigt, es ist eine Mehano-Lokomotive. Unten in der Lokomotive ist dann noch ein kleiner Aufkleber angebracht mit der Aufschrift Neomi Dezember 83. Da dachte ich erst, es hätte auch irgendwas zu sagen, ist aber wahrscheinlich nur derjenige, der es geschenkt hat. Und auf der Unterseite kann man erkennen, dass hier ein Märklin-Schleifer angebracht wurde, ein Kabel relativ einfach unter den Boden geklebt wurde, um die Elektrik da zu verbinden. Die Lokomotive hat keine Haftreifen auf den Antriebsrädern. Die Achsen hinten vom Tender sind komplett aus einfachstem Kunststoff. Und die Verbindung zwischen Tender und Lokomotive ist ein kleines Metallplättchen, beziehungsweise kann auch Kunststoff sein. Und das Ganze bildet eine ziemliche steife, ungelenke Verbindung. Von oben kann man dann nochmal sehen, dass im vorderen Teil des Tenders noch ein Umschalter für die Fahrtrichtung angebracht wurde. Und hier kann man nochmal sehen, dass hinten eine Kupplung dran ist, mit der ich erstmal überhaupt nichts anfangen kann. Die spannende Frage war natürlich, fährt die Lokomotive jetzt hier wirklich auf Wechselstrom oder ist das Ganze nur so ein kleiner Fake, der nicht funktioniert hat? Ich habe die Lok aufs Gleis gestellt, den Travo aufgedreht und die Lok setzt sich tatsächlich mit ziemlich lauten Geräuschen in Bewegung. Bedingt dadurch, dass die Lokomotive keine Haftreifen hat und dieser Schleifer so ziemlich nach oben drückt, die Lok ist ziemlich leicht, bleibt sie auf den Weichen gerne stehen. Deswegen habe ich sie hier nur auf dem Außenkreis fahren lassen mit relativ hoher Geschwindigkeit, damit sie einfach durchzieht und nicht hängen bleibt. Sie ändert dann bei gleicher Travo-Einstellung zeitweise selbst die Geschwindigkeit. Aber im Großen und Ganzen fährt sie. Ich denke, Wagen sollte man hier nicht anhängen, denn da hat sie ohne die Haftreifen, glaube ich, überhaupt keine Chance, irgendeinen Wagen vom Fleck zu kriegen. Das Ganze funktioniert dann so circa 12, 13, 14 Runden lang. Und dann kam der Punkt, an dem sie einfach stehen geblieben ist. Ja, und das war's dann. Ich habe dann nochmal einen Versuch gestartet und den Umschalter einfach geschaltet. Und die Lok fuhr dann tatsächlich rückwärts, allerdings auch nur bis zur nächsten Weiche. Ich habe die Lok dann abkühlen lassen, habe meinen Film hier angefangen zu schneiden, es nochmal probiert. Und tatsächlich, die Lokomotive fährt jetzt wieder. Ganz aber jetzt ein netter Versuch. Ich denke, ich werde bei meinen Märklin-Lokomotiven bleiben. Dadurch, dass die Lokomotive keine Haftreifen hat, selbst wenn sie gleichmäßig fährt, ist sie wirklich nur dazu zu gebrauchen, hier solo ihre Runden zu drehen. Ich werde sie hier ins Regal stellen. Sie kriegt hier einen Ehrenplatz. Aber auf der Anlage nur ab und zu zum Spaß. So, das war's dann hier mit meiner kleinen Mehano-Lokomotive. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.